Was ist die Verlängerung eines Vierecks? Die Verlängerung eines Vierecks ist ein spezielles Gliedmaßenverlängerungsverfahren, die eine gleichzeitige Verlängerung des oberen Oberschenkels und des unteren Schienbeins beinhaltet. Diese Methode ist ideal für Personen, die eine erhebliche Größenzunahme anstreben, da sie alle 4 Hauptknochen in den Beinen anspricht und eine ausgewogene und proportionale Ergebnis. Durch gleichzeitiges Verlängern von Oberschenkelknochen und Schienbein können Patienten in kürzerer Zeit eine größere Gesamthöhenerhöhung erreichen, verglichen mit der Verlängerung eines Segments. Gibt es eine Altersgrenze für die quadrilaterale Längungsoperation? Es gibt im Allgemeinen keine strikte Altersgrenze für die quadrilaterale Längungsoperation, sofern der Patient bei guter Gesundheit ist und keine chronischen Erkrankungen hat, die das Verfahren komplizieren könnten. Während die Operation typischerweise für Erwachsene empfohlen wird, die volle Skelettreife erreicht haben, können auch ältere Erwachsene dieses Verfahren durchführen lassen. Eine gründliche medizinische Untersuchung ist entscheidend, um festzustellen, ist die Quadrupelstreckoperation sicher? Die Quadrupelstreckoperation gilt als sicher, wenn sie von einem erfahrenen orthopädischen Chirurgen in einer spezialisierten medizinischen Einrichtung durchgeführt wird. Das Verfahren birgt inhärente Risiken, wie bei jeder Operation, einschließlich Infektionen, Nervenschäden und Komplikationen bei der Knochenheilung. Jedoch, mit modernen chirurgischen Techniken und sorgfältiger postoperativer, diese Risiken minimiert. Die Sicherheit und der Erfolg der Operation werden durch die richtige Patientenauswahl, akribische Operationsplanung und sorgfältige Nachsorge erhöht. Was sind die Methoden der quadrilateralen Verlängerungsoperation? Die quadrilaterale Verlängerungsoperation kann mit verschiedenen Methoden durchgeführt werden, die jeweils auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele des Patienten abgestimmt sind. Es gibt 2 gängige quadrilaterale Methoden: quadrilaterale Hybridverlängerung und Quadrilateral Precise Lengthening. In diesem Video werden wir erklären, was Quadrilateral Hybrid Lengthening ist. Was ist Quadrilateral Hybrid Lengthening? Quadrilateral Hybrid Lengthening ist eine Methode, die die Verwendung der PRE Size 2 Methode und der Lon-Methode kombiniert, um sowohl den Oberschenkelknochen als auch das Schienbein zu verlängern. Es gibt 2 Varianten dieses Ansatzes. In Hybrid 1 wird die PRE Size 2 Methode für den Femur und die Lon-Methode für die Tibia verwendet. Diese Kombination ermöglicht eine präzise Kontrolle der Femurlängung, während die Stabilität der Lon-Methode im unteren Bereich genutzt wird. Hybrid 2, die Lon-Methode wird für den Femur verwendet und die PRE Size 2 Methode wird für die Tibia verwendet. Diese Variante bietet Flexibilität und Stärke im Oberschenkel und nutzt die Präzision der PRE Size 2 im Unterschenkel. Wie funktioniert die quadrilaterale Verlängerung? Quadrilaterale Verlängerung funktioniert, indem die Länge sowohl des Oberschenkelknochens als auch des Schienbeinknochens schrittweise verlängert wird. Nach der initialen Operation zur Implantation der Verlängerungsgeräte ermöglicht eine Latenzperiode von etwa 5 bis 7 Tagen die anfängliche Knochenheilung. Danach beginnt der Verlängerungsprozess mit kontrollierten täglichen Anpassungen der externen Fixateure und der inneren Nägel. Diese Anpassungen vergrößern nach und nach den Abstand zwischen den Knochensegmenten und fördern neues Knochenwachstum im Spalt. Diese Methode gewährleistet eine sichere und stetige Verlängerung der Gliedmaßen. Was ist die Rolle der Physiotherapie bei der Vervierfachung der Länge? Physiotherapie ist ein entscheidender Bestandteil der Vervierfachung der Länge. Regelmäßige Physiotherapiesitzungen helfen, die Gelenkflexibilität, Muskelkraft und die allgemeine Funktion der Gliedmaßen während der Verlängerungsperiode aufrechtzuerhalten. Es besteht ein Risiko für Gelenksteifheit, Muskelkontrakturen und andere Komplikationen, die die Genesung behindern könnten. Ein erfahrener Physiotherapeut wird ein individuelles Übungsprogramm entwerfen, um die Bedürfnisse des Patienten zu unterstützen und sicherzustellen, dass Muskeln und Gelenke stark und flexibel bleiben, wodurch der Erfolg der Operation verbessert wird. Wie viel größer kann ich mit quadrilateralem Hybrid-Längenwachstum werden? Operation? Die Menge an Höhe, die durch quadrilaterales Längenwachstum gewonnen werden kann, hängt von der kombinierten Verlängerung sowohl des Oberschenkelknochens als auch des Schienbeins ab. Das Schienbein des Unterschenkels kann typischerweise um 5 bis 7 cm verlängert werden. Verlängerung. Dieser Bereich gilt als sicher und effektiv für die meisten Patienten und hilft, das Gleichgewicht und die Proportion des Beins zu erhalten. Wenn die gewählte Methode Hybrid ist oder Hybrid 2, die Verlängerung ist die gleiche. Der Oberschenkelknochen kann generell um 7 bis 8 cm verlängert werden. Wenn die gewählte Methode Hybrid 1 ist, beträgt die maximale Verlängerung am Oberschenkelknochen 8 cm mit der Methode Precise 2. Bei Hybrid 2 kann die Verlängerung am Oberschenkelknochen bis zu 10 cm betragen. In Kombination mit Tibia-Verlängerung können Patienten eine Gesamthöhenzunahme von bis zu 12 bis 15 cm erreichen, je nach ihren speziellen Zielen und den Empfehlungen des Chirurgen. Wie verläuft der Genesungsprozess nach der quadrilateralen Verlängerung? Der Genesungsprozess nach der Verlängerung der Gliedmaßen umfasst eine schrittweise Rückkehr zu normalen Aktivitäten. Physiotherapie spielt eine entscheidende Rolle während der Genesung und hilft den Patienten Kraft, Flexibilität und Koordination in ihren Beinen wiederzuerlangen. Die vollständige Konsolidierung des Knochens kann mehrere Monate dauern und die Patienten müssen sich an ihr Rehabilitationsprogramm halten und die Empfehlungen ihrer Chirurgen befolgen, um einen reibungslosen und erfolgreichen Erholung. Wie sehen Narben nach der Quadrilateralverlängerung aus?
Narben von der Quadrilateralverlängerungsoperation sind typischerweise minimal und strategisch platziert, um weniger auffällig zu sein. In Fällen, in denen die Precise-2-Methode verwendet wird, sind die Narben besonders minimal, aufgrund der weniger invasiven Natur von im Laufe der Zeit neigen die Narben dazu, zu verblassen und weniger auffällig zu werden. Eine richtige Wundpflege und mögliche kosmetische Behandlung können das Erscheinungsbild der Narben weiter verbessern, was zu einem ästhetisch ansprechenderen Ergebnis. Wann den Marknagel nach Quadrilateralverlängerung entfernen? Der Marknagel, der bei der Quadrilateralverlängerung verwendet wird, kann normalerweise entfernt werden, sobald der Knochen vollständig konsolidiert und geheilt ist. Dies erfolgt typischerweise 12 bis 18 Monate nach der ersten Operation. Abhängig von der individuellen Heilungsrate des Patienten und dem Ausmaß der durchgeführten Verlängerung basiert die Entscheidung zur Entfernung des Nagels auf radiografischen Beweisen einer vollständigen Knochenheilung und dem allgemeinen Genesungsfortschritt des Patienten. Der Entfernungsprozess ist in der Regel unkompliziert und erfordert eine kürzere Erholungszeit im Vergleich zur anfänglichen Verlängerungsoperation.